Und heute zeige ich euch die 5 verschiedene Arten von der Holzverbindung, was jeder Handwerker wissen soll. Und deswegen habe ich mir jetzt hier ein bisschen was vorbereitet. Und damit meine ich jetzt ein paar Geräte, Bohrer und zusätzliche Werkzeug. Und natürlich mit dem Holz, was nutze ich jetzt für die Verbindung. Und die alle 5 Verbindungen zeige ich euch jetzt in einem bestimmten Fall. Das ist jetzt, wenn man baut jetzt so eine L-Verbindung und oder die auf dem Außenkant. Sowas nutze ich selber, wenn ich baue die Schublade, die verschiedenen Rahmen oder Regale. Ja, wir fangen jetzt mit dem ersten und die ganz einfachste Verbindungssystem, was es gibt. Und das ist einmal hier Loch für die Schraube zu machen mit den Senkkopfbohren. Dann einfach zweimal Loch durchmachen. Dann mit dem Senkkopfbohrer ein bisschen Kopf um die Schraube senken. Und dann die Teile einfach zusammenschrauben. Und das war die erste und die einfachste Verbindung, was es gibt. Einfach 2 Loch durchgebohrt, für die Kopf um die Schraube ein bisschen eingesägt und fertig. Jetzt gehen wir weiter mit der zweiten Verbindung. Und die zweite Verbindung ist genauso gemacht wie die erste mit den 2 Schrauben. Nur hier wird so gemacht, dass wir später die beide Schrauben verstecken kann. Deswegen mache ich hier jetzt erst die Loch für die Dübel. Eine Bohrer durchbohren. Und was ist schön bei diesem Art von Verbindung, weil da ist jetzt die Loch für die Dübel gemacht. Wir nehmen jetzt einfach die passende Dübel. In meinem Fall, ich nehme jetzt 14 mm, weil die habe ich jetzt momentan hier. Und dann einfach die Dübel, was haben wir jetzt da reingejagt, mit der Oberfläche bündig absägen. Und damit kommen wir jetzt zur Verbindung Nummer 3. Und die Verbindung Nummer 3 wird gemacht mit dem System sogenannte Pocket Hole Jig. Meine Device habe ich jetzt hier, kostet ca. 30 € und die finde ich sehr praktisch. Mit so einem System habe ich schon ein Regal gebaut. Die Regal verlinke ich jetzt oben, da gibt es auch ein Video. Und wie das geht, ganz einfach wieder die 2 Pocket Hole von der Seite gemacht. Ich mache das Gerät ein bisschen fest, dass die mir nicht wegrutscht. Und dann einfach mit dem Bohrer, was kommt mit System, Loch machen. Dann auf die Seite bleibt die Loch, wo kann ich jetzt einfach da durchschrauben. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen der letzten Verbindung und die? Hier man sieht jetzt vor Kopf keine Schraube, da ist alles sauber, weil meistens sieht man jetzt vom Außen mehr dann vom Innen. Und innen, wo bleibt so ein Loch, gibt auch die Dübel und da kann man einfach die Dübel da reinkleben, abschleifen und da bleibt kein Loch auch sichtbar. Und vom Außen ist keine Spur. Die finde ich für verschiedene Projekte sehr, sehr cool. Und jetzt sind wir schon bei der Verbindung Nummer 4 und das sind die jetzt gemacht mit der weit bekannten Flachdübelfräse. Und die wird einfach so gemacht, dass wir eine Loch für die Flachdübel, hier eine vom Kopf machen und eine von oben. Und dann mit dem passenden Lamello dazwischen zusammenkleben. Und jetzt sind wir schon bei der 5. Verbindungsart und das ist jetzt Verbindung mit dem. Und die Verbindung machen wir mit dem Holzdübel. Und die Loch für die Dübel zu machen, da gibt es so eine Schablone, die kostet auch nicht viel. Die kostet ca. auch ungefähr 20-25 €. Und die kann man auch sehr nutzen für die viele verschiedene Projekte. Zum Beispiel, ich habe mir schon einmal eine Regal gebaut. Ich mache den Bohrerfräserschrank. Das könnt ihr irgendwo in meinen Videos schon sehen. Und die ist echt geil. Und die einzige Sache bei der Verbindung ist jetzt die passende Dübel davor nehmen, Kleber rein und zusammenstecken. Und wenn es die jetzt verleimt und trocken, die ist auch sehr, sehr stark. Und das war, Leute, das war die 5 Verbindungen, was ich jetzt nutze oft in meine Projekte, in meiner Werkstatt. Das habt ihr schon bestimmt in meinen Videos gesehen. Und jetzt möchte ich gerne wissen, welche von den Verbindungen findet ihr geil oder nutzt ihr in Ihre Projekte? Natürlich, man kann nicht immer die gleiche Verbindung nehmen, das gibt vom Fall zum Fall, welche passt besser, welche ist optisch besser, aber das ist ein anderes Thema.
Und den Teil steht mir jetzt auf die Seite und ich möchte euch noch eine Sache sagen, für die kleine Unterstützung für den Kanal, lassen Sie Ihr Abo da auf den Kanal und damit ihr natürlich noch keine zukünftige Projekte von mir verpassen, weil habe ich so viele noch vor mir stehen, habe ich viele coole Projekte für euch geplant und ich grüße jetzt euch aus meiner Werkstatt und sage ich bis nächstes Mal.